Willkommen in der Ausstellung Artists in Masks in Murnau am Staffelsee. Das ist die erste Ausstellung der europaübergreifenden Künstlerinnengruppe Artists in Masks. An jedem Tag der Ausstellung bis zum 5. März werde ich vor einem ausgesuchten Bild Auszüge aus meinem neuesten Buch vorlesen. Das Buch heißt 93 Tage in Italien, ein europäisches Künstlertagebuch. Das Bild, vor dem ich heute lese, heißt Rocinante und stammt von der Malerin und Clownin Uta Schnuppe-Strack aus Deutschland. Mittwoch, 30. Oktober 2019. Von Oberhausen in Oberbayern nach Bologna, Emilia-Romagna, die 10. Station der italienischen Reise. Alle Wäsche ist gewaschen und getrocknet. Gestern sind wir kurz in Oberhausen zwischengelandet und haben über Nacht alles Notwendige erledigt. Wir kamen direkt aus Frankreich angereist, nach 2 Ausstellungen unserer Arbeiten und einem fulminanten Clownsspektakel. Uta, ausgebildete Clownin und seit vielen Jahren auf der Bühne, hatte gemeinsam mit dem Musiker Christophe Formery und der Kuratorin Joëlle Kühne eine Show entwickelt, die mehrmals im Centre d'Interprétation du Patrimoine im elsässischen Marmoutier aufgeführt wurde. Ein großer Erfolg. In einer Nebenrolle habe ich mich in dieser Show auch wieder auf die Bretter, die die Welt bedeuten, gewagt. 6 Jahre nach meinem letzten Bühnenengagement und wenige Monate nach Utas Auftritten in London, bei denen ich sie auch musikalisch begleiten durfte. Während der Probezeiten hatte ich Gelegenheit, kreative Workshops durchzuführen im Rahmen des pädagogischen Programms des Museums. Nach fast einem Jahr auf Reisen liegt nun eine Nacht im Zuhause hinter uns. Wir haben unser Haus für 2 Jahre vermietet. Die Zwischenlandung in Oberhausen verdanken wir der Großzügigkeit unserer Mieter, die zu Freunden wurden und uns ein Gästezimmer anboten. Um 11 Uhr haben wir den Hundespaziergang erledigt und ein Glas Joghurt gekauft. Eine symbolische Entschädigung für den Frühstücksraubzug durch den gleichwohl vermieteten Kühlschrank. Jetzt fahren wir wieder los, prendre le large. Wie immer auf dieser Reise steuert Uta das Auto. Nicht nur, weil noch immer ohne Vorwarnung Schwindelattacken über mich herfallen, sondern auch, weil sie es besser kann als ich. Mit der linken Hand umfasse ich eines meiner Lieblingsbücher, das ich im Vorübergehen aus dem Regal gekapert habe. Anita Albus, die Kunst der Künste, und ich lese daraus vor. Anita Albus, die schreibende und malende Wissenschaftlerin, lädt darin zu einer Schule des Sehens ein, die sich jenseits aller Moden und Zeitströmungen entfaltet. So als gäbe es sie nicht mehr, erinnert sie an die Malerei, genauer die der Landschaften des 15. bis 17. Jahrhunderts. In diesem so überaus sinnlichen Buch, das zum Ordnen und allgemein zum systematischen Sehen und Malen anregt, herrscht Ruhe und Zeitlosigkeit. Anita Albus erleichtert mir, dem eilenden Passanten im Nebel, die Orientierung, indem sie den Blick auf das Detail lenkt, auf die dramaturgisch wirksamen Elemente, unnachgiebig und sehr genau. Mit dieser Methode öffnet sie die schmale Türe, durch die man schlupfen muss, um Komplexität bewältigen zu können. Allegorien, philosophische Zusammenhänge, Deutungsvorschläge ohne Rückgriff auf den Zeitgeist. Das Zuhören und Vorlesen während der Autofahrten ist uns zu einem Ritual geworden. Einstieg und Konsolidierung für eine respektvolle Haltung der Auseinandersetzung mit Gedanken, die andere Menschen bewusst geformt und versprachlicht haben. Beseelt von diesem Bemühen gelangen wir zunächst bis nach Garmisch-Partenkirchen.
dort jäh konfrontiert mit einer weiteren Realität. Coco hat Hunger. Uta stoppt sofort das Auto und kauft große Mengen Hundefutters. Dann geht es durch Tirol und das Trentino. Traditionell genießen wir hier Kaffee und Brötchen. Den Lago di Garda und Verona lassen wir bald hinter uns, gelangen in dichtem Berufsverkehr ins Innere der Stadt Bologna. Dieses kulturelle Zentrum, wohl von den Etruskern auf weitaus älterem Siedlungsgebiet begründet, ist ein Sehnsuchtsort, schon seit vielen Jahren. Als Jugendlicher habe ich mich für die kontemplativen Stillleben des Malers Giorgio Morandi begeistert, der 2 Jahre nach meiner Geburt in Bologna starb. Einige Jahre lang hatte ich bei der Darstellung von Gegenständen geübt, mich auf das Wenige zu beschränken, das zur präzisen räumlichen Wahrnehmung unerlässlich ist. Reduktion auf wenige klare Linien, Perspektive und Textur. Morandi war mein Meister. Ich hoffe, die Zeit zu finden, sein Museum in der Via Don Minzoni zu besuchen.